Auswandern in die Schweiz, das ist für viele vermögende Deutsche nicht einfach eine Option, sondern in etlichen Fällen die einzige vernünftige Entscheidung. Denn in Deutschland werden Leistungsträger immer häufiger mit Gestapo-Methoden verfolgt. In diesem Video zeige ich dir, warum ein Fall, zu dem der Spiegel vor kurzem geschrieben hat, das beste Beispiel dafür ist, warum der deutsche Staat seine eigenen Bürger wie Feinde behandelt und ganz besonders seine Leistungsträger. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema Wegzug in die Schweiz beschäftigst, dann lade ich dich herzlich zu unserem Seminar Auswandern in die Schweiz ein, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. In diesem intensiven zweitägigen Seminar befassen wir uns mit allen steuerlichen und rechtlichen Fragen, die du beim Wegzug in die Schweiz beachten musst. Angefangen mit den deutschen steuerlichen Themen, wie zum Beispiel die Wegzugsteuer oder auch das Doppelbesteuerungsabkommen und damit die überdachende Besteuerung. Dann aber auch die steuerlichen Fragen in der Schweiz. Welcher Kanton ist am besten? Was bringt meine Firmengründung? Was hat es mit der AHV, der Sozialversicherung, auf sich? Was muss ich im Puncto Immobilienkauf beachten? Was ist beim Thema Banking wichtig? Und natürlich auch die wichtige Frage, wie man dann letztendlich an den Schweizer Pass kommt. Neben mir sind auch wieder Anwaltskollegen aus der Schweiz dabei. Und zusammen werden wir dafür sorgen, dass du nach diesen 2 Tagen Klarheit zu steuerlichen Fragen rund um den Wegzug in die Schweiz hast. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich in Zürich begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Es geschah am 7. Oktober 2020. 200 schwer bewaffnete Beamte, 7 simultane Razzien quer durch die Republik. Kamerateams, die, und das ist kein Zufall, noch vor den Durchsuchungsteams vor Ort waren. Das ZDF hatte die Razzien bereits gemeldet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Frag dich ruhig, wer das durchgestochen hat und warum und welche unselige Rolle die deutschen staatlichen Medien tatsächlich heute auch noch spielen, ob das nicht in Wirklichkeit eigentlich eher Propagandamaschinen sind. Das war kein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Das war der deutsche Staat, der seinen eigenen Bürgern zeigt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Jetzt, 2026, mehr als 5 Jahre später, vollständiger Freispruch. Kein einziges Tatbestandsmerkmal. Kein einziges. Die Richterin entschuldigte sich öffentlich beim Angeklagten. Und die Staatsanwaltschaft, die saß selbstgerecht da und tat so, als hätte sie dem Mann einen Gefallen getan, indem sie auf Freispruch plädierte. Und das nach allem, was in diesem Prozess ans Licht gekommen war. Wenn du diesem Kanal schon länger folgst, dann weißt du, dass wir Unternehmern, Freiberuflern, Investoren, Privatiers aus dem deutschsprachigen Raum dabei helfen, Deutschland, Österreich, die EU zu verlassen. Und ich sage dir ganz offen, es sind genau Fälle wie dieser, den wir jetzt gerade hier anschauen, warum sich immer mehr Leistungsträger nicht wohl in der eigenen Haut in Deutschland fühlen. Bei vielen beginnt jetzt der Plan B zum Plan A zu werden. Man will nicht mehr irgendwann auswandern in der Zukunft, sondern man beginnt jetzt konkret mit den Vorbereitungen. Hör dir an, was in diesem Fall wirklich passiert ist. Und wie schon vorher angedeutet, vieles, was wir in diesem Video erzählen, basiert auf einem Artikel des Spiegel. Ich packe den Link natürlich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Stefan Osnabrügge, Schatzmeister des DFB, erfahrener Arbeitsrechtler, Seniorpartner einer der führenden Kanzleien Deutschlands. Kein Krimineller, kein Steuertrickser. Ein Mann, der nach eigenen Aussagen von Anfang an gesagt hat, wenn Steuern zu zahlen sind, dann zahlen wir sie natürlich. Ein Mann, der den Betriebsprüfern seine Durchwahl gegeben hat, der alle Verträge ans Finanzamt geschickt hat, die ihm das Finanzamt dann ungelesen zurückschickte, weil man keine Zeit und kein Personal habe. Die zugrunde liegende Steuerfrage war zum Zeitpunkt der Razzia nicht mal abschließend geklärt. Sie war in Bearbeitung, noch offen. Und dennoch leitete die Frankfurter Staatsanwaltschaft heimlich ein Ermittlungsverfahren ein. Unter sogenanntem Vollschutz. Die Beschuldigten wussten nicht, dass gegen sie ermittelt wird. Sie hatten keine Möglichkeit, sich zu erklären oder auch Missverständnisse auszuräumen oder Dokumente vorzulegen, welche sie entlasten können, weil sie nicht wussten, dass der Staat bereits an ihrer Vernichtung arbeitete. Und sagen wir es ganz offen, das nennt man in einem Rechtsstaat nicht Ermittlung. Das nennt man Beschattung. Das kennst du aus einer anderen deutschen Vergangenheit. Einer, von der man uns immer sagt, dass sie überwunden sei. Und dann kam der Prozess und dann kam ein Herr Sven Pache. Pache ist pensionierter Beamter, zuständig für die Betriebsprüfer, die den BFB-Fall bearbeiteten.
Er berichtet von Geheimtreffen in einer sogenannten Schmuddelbude der Staatsanwaltschaft. Hinterzimmergespräche, die nicht protokolliert werden, die nicht aktenkundig sind. Es wird ungebührend Druck auf Betriebsprüfer ausgeübt, die zuvor zu dem Ergebnis gekommen waren, kein Schaden für den Fiskus, kein Grund für eine Anklage. Ein solcher Satz stand im Entwurf des Prüfungsberichtes. Dieser hätte Osnabrück entlastet. Aber der Satz wurde von der Staatsanwaltschaft gestrichen. Der leitende Oberstaatsanwalt soll angeblich gesagt haben, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht erst angeklagt. Aber jetzt ist es passiert und Ihr Prüfer macht mir jetzt die Anklage kaputt. Also streicht das raus. Meiner Meinung nach ganz klar Aktenmanipulation. In einem laufenden Strafverfahren in Deutschland gegen einen deutschen Staatsbürger, der nichts getan hat. Fairerweise sollte man anmerken, dass die Richterin sagte, es drehe ihr den Magen um, wenn sie überdenkt, wie in diesem Fall ermittelt wurde. Auch mir dreht sich der Magen um, schon seit Jahrzehnten dreht sich mir der Magen um. Und ich bin auch nicht überrascht. Das, was hier passiert, ist kein Einzelfall. Das ist nicht das Versagen einzelner Beamter. Das ist eine Kultur, eine tief verwurzelte, institutionell abgesicherte Kultur des deutschen Verwaltungsapparates. Dort ist der Bürger nicht Partner des Staates, nicht jemand, dem die Beamten und der Staatsapparat dienen soll, sondern potenzielles Objekt seiner Macht. Eine Kultur, in der Behörden nicht rechenschaftspflichtig sind, in der Staatsanwälte Informationen an die Medien durchstechen, in welcher der mediale Druck als Ermittlungswerkzeug genutzt wird. Und eine Kultur, in der die Unschuldsvermutung faktisch nur auf dem Papier existiert und im echten Leben nicht. Diese Kultur hat einen Stammbaum. Du kennst ihn. Es ist der Obrigkeitsgehorsam, der in Deutschland vor allen Dingen auf die Preußen zurückgeht. Sie reicht auch von der Gestapo, die ohne Rechtsgrundlage Verhaftete, einschüchterte und Menschen in den Ruin trieb, über die Stasi, die jeden bespitzelte, jeden unter Druck setzte, Existenzen mit Akten und Gerüchten zerstörte, bis hin zur modernen deutschen Strafverfolgungsbehörde, die Razzien inszeniert wie Fernsehproduktionen, Beschuldigte medienwirksam vorführt und dann Deals anbietet, bei denen du zahlst, ohne schuldig zu sein, nur damit der Spuk aufhört. Die Methoden haben sich verfeinert, die Mentalität allerdings nicht. Und Osnabrügge hat in seinem sehr interessanten Interview mit dem Spiegel etwas beschrieben, das ich nur als Geschäftsmodell der staatlichen Einschüchterung bezeichnen kann. Sie schlagen mit maximaler Wucht zu, die Medien sind dabei, das Bild ist gesetzt. Wenn der Staat so hinlangt, dann muss etwas dran sein. Der Beschuldigte ist eingeschüchtert, traumatisiert, sein Ruf beschädigt, sein Umfeld verunsichert. Und dann kommt das Angebot. Zahle eine hohe Summe, wir stellen das Verfahren ein und können alle weitermachen. Der ehemalige DFB-Präsident Grindel hat gezahlt. Er hat sich rausgekauft. Der frühere Generalsekretär Curtius hat ebenfalls bezahlt. Und wie gesagt, sie waren unschuldig. Beide, wie die Richterin später feststellte, haben bezahlt, ohne sich in irgendeiner Weise strafbar gemacht zu haben. Das ist kein Rechtsstaat, das ist Schutzgeld, das ist Mafia. Herr Osnabrügge dagegen hat nicht bezahlt. Was für ein mutiger Mann, muss man sagen. Was für ein echter Held. Er wusste, dass er nichts Falsches getan hat, weil er nicht vor sich selbst umkippen wollte, wie er es ausdrückte. Es hat ihn Jahre gekostet, kostbare Lebenszeit. Und diese Lebenszeit kommt nicht mehr zurück. Zehntausende Euro an Umsatzverlust. Bedenke immer, er ist ja Anwalt. Freundschaften. Der Spiegel schreibt, dass er im Interview mehrfach mit den Tränen kämpft. Er sagt, er spüre jeden Tag, wie viel Kraft er verloren habe. Er sagt, dass ihn diese 5 Jahre, 20 Jahre Energie gekostet haben. Und er sagt, das ist nicht mehr mein Staat. Und das ist genau der Punkt, wo auch viele unserer Mandanten ankommen. Das ist nicht mehr mein Land, das ist nicht mehr mein Staat. Nicht zwingend nach einer Razzia, natürlich. Manchmal nach einem ausgedehnten, frustrierenden Briefwechsel mit dem Finanzamt. Manchmal nach einem Gespräch mit einem befreundeten Unternehmer, dem Ähnliches passiert ist. Manchmal einfach nach dem langsam gereiften Bewusstsein, dass du in einem Land lebst, in dem Vermögen nicht mehr als Leistung gesehen wird, sondern als Verdacht. In dem Erfolg eine Zielscheibe ist. In dem der Staat über Mittel verfügt, die er nachweislich bereit ist, missbräuchlich einzusetzen.
und in dem dafür niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Die Staatsanwälte, die Herrn Osnabrügge 5 Jahre lang malträtiert haben, durch ein Verfahren gejagt haben, auf Basis einer Anklage, die nie hätte erhoben werden dürfen, mit Methoden, die eine Richterin öffentlich als rechtsstaatwidrig bezeichnete. Diese Staatsanwälte sitzen heute noch auf ihren Stühlen, mit ihren Pensionsansprüchen unangetastet. So funktioniert dieses System. Die Schweiz ist genau das Gegenteil davon. Nicht, weil sie perfekt ist, sondern weil sie ein Staatsverständnis hat, das auf einer grundlegend anderen Philosophie des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger basiert. Wenn du als Leistungsträger in die Schweiz umziehst, dann verhandelt der Kanton mit dir. Er will dich als Steuerzahler. Er behandelt dich als wirtschaftlich handelndes Subjekt und nicht als Verdächtigen. Es gibt zum Beispiel die Pauschalbesteuerung, die sehr günstig sein kann, aber auch wenn du diese nicht nutzt, gibt es andere attraktive steuerliche Optionen in der Schweiz. Es gibt keine Strafverfolgungskultur, die Razzien als PR-Instrument ausnutzt. Es gibt keine Schmuddelbude, in der Behörden Zeugenaussagen frisieren. In der Schweiz ist Steuerhinterziehung nicht mal eine Straftat, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Wobei man zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug unterscheiden muss. Steuerbetrug ist auch in der Schweiz eine Straftat. Egal ob Zug, Schwyz, Obwalden oder Zürich, je nach deinem Profil, deiner Vermögensstruktur, deiner Familiensituation, gibt es in der Schweiz das richtige Modell für dich. Der Prozess ist planbar, transparent und rechtssicher. Und wenn du ein Leistungsträger bist, der momentan immer noch in Deutschland lebt, dann ist der Fall Osnabrügge nicht bloß eine schaurige Geschichte für den Sportteil. Er ist ein Spiegel, in dem du deine eigene potenzielle Zukunft in Deutschland sehen kannst. Und je angespannter die finanzielle Situation in Deutschland wird, und sie muss ja wahnsinnig angespannt sein, wenn man offen darüber diskutiert, dass jetzt auch Minijobber Sozialversicherung bezahlen müssen, wenn das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll und bei der Krankenversicherung die Familienversicherung abgeschafft wird. Die Frage, die du dir stellen musst, lautet nicht, habe ich etwas falsch gemacht? Die Frage lautet, wie viel Vertrauen habe ich noch in einen Staat, der nachweislich bereit ist, so mit seinen eigenen Bürgern umzugehen? Und wenn die Antwort lautet, nicht mehr viel, wenn das auch nicht mehr dein Land ist, wenn das nicht mehr dein Staat ist, dann lass uns reden. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, steueroptimiert und rechtssicher auszuwandern. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren verlassen. Damals bin ich in die Schweiz umgezogen. Ich würde mich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen. Oder natürlich können wir auch gerne ein Beratungsgespräch führen. Link zu all diesen interessanten Themen in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.